Sportart Nummer 1 in Deutschland: Fußball. Mehr als 7 Millionen Menschen und damit fast 9% der deutschen Bevölkerung sind Mitglied in einem der rund 24.300 Fußballvereine. Sport ist gesund und hält geistig fit. Doch ausgerechnet der Lieblingssport der Deutschen soll schädlich fürs Gehirn sein. Zwar leben Fußballspieler durchschnittlich 3 Jahre länger und sterben seltener an einem Herzinfarkt oder Lungenkrebs als die Normalbevölkerung. Laut einer britischen Studie aus Glasgow versterben aber prozentual mehr Fußballer an neurodegenerativen Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer. Auslöser könnte Kopfballspielen sein. Um einen möglichen negativen Einfluss zu untersuchen, führt die Medical School Hamburg in Kooperation mit dem Hamburger Fußballverband eine vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderte Studie durch. Die Forscherinnen und Forscher um den Studienleiter Professor Carsten Hollander wollen herausfinden, ob und wie wiederholte Kopfbälle zu Veränderungen in der Gehirnfunktion führen, die wiederum Langzeitschäden verursachen könnten. Dafür analysieren sie Augenbewegungen, die sehr empfindlich Beeinträchtigungen der Hirnfunktion anzeigen können. Wir wissen, dass Gehirnerschütterung zu veränderten Augenbewegungen führt. Es werden gleich Fußballerinnen hier eintreffen. Die werden hier 2 Trainingseinheiten durchführen, also wovon eins den Inhalt hat, Kopfballspiel durchzuführen. Danach findet eine Messung statt und wir schauen uns genau an, welche Augenbewegungen verändert sein könnten. Die Messung führt Dr. Matthias Temmen mit einer Virtual Reality Brille durch, mit der den Spielerinnen 3D-Videosimulationen gezeigt werden. Dabei analysiert die Brille mittels Eye-Tracking schnelle, reflexhafte Augenbewegungen. Wir messen ca. 4 Minuten die Probanden. Die Probanden schauen halt einfach, so wie Ihnen gesagt wird, auf verschiedene Objekte. Die Offensivspielerin Luisa Hensel vom Hamburger Verein ETV Eimsbüttel nimmt zusammen mit ihren 24 Mannschaftskolleginnen an dem Experiment beim Hamburger Fußballverband teil. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, wir werden da jetzt durch die Studie auch ganz gut aufgeklärt und können dann da vielleicht irgendwie auch ein bisschen präventiv arbeiten. Dass wir als Spielerinnen dann auch wissen, ob das Kopfballspiel wirklich so gefährlich ist. Und ob für uns da irgendwie auch ein Gesundheitsrisiko besteht. Zunächst werden die Augenbewegungen der Fußballerinnen gemessen. Danach absolviert eine Studiengruppe ein Training ohne Kopfbälle, die andere trainiert Kopfbälle. Im Anschluss werden ein zweites Mal die Augenbewegungen untersucht. Und wir vergleichen sozusagen jetzt nach den Trainingseinheiten die Messungen mit denen jetzt vor den Trainingseinheiten und können dann eventuelle Abweichungen feststellen. Nach der zweiten Messung tauschen die Probandinnen. Gruppe 2 spielt Fußball und Gruppe 1 trainiert Kopfbälle. Coach Stefan Kerber sieht ein Verbot des Kopfballtrainings als schwierig an. Man weiß um die Thematik, irgendwo könnte das auch schädigen. Aber die technische Ausführung und die Anspannung im Nackenbereich und die gute Fixierung und das Timing des einfallenden hohen Balles, das ist etwas, was in jedem Fall in der Sportart hoffentlich auch erhalten bleibt. Mit der Studie möchte die Medical School Hamburg ein Puzzleteil zum Verständnis der Relevanz von Kopfbällen im Fußball hinzufügen, um langfristig das gesundheitliche Risiko zu minimieren und junge Sportlerinnen und Sportler vor eventuellen Spätfolgen zu schützen, damit die mehr als 1 Million Kinder und Jugendlichen in Deutschland auch weiterhin gesund Fußball spielen können.